Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Wir wollen heute mal mit Mr. Cheng sprechen. Peter heißt er mit Vornamen. Und ich hoffe, dass er eine Zugangskarte für den Serverraum für uns hat. Ansonsten, ja, mal schauen. Wir wurden ja ausgerufen, ne? Unten, deswegen sind wir hier, um mit ihm zu sprechen. Mal sehen, was er für uns hat. My God, Jensen, I heard about the explosion. We should relocate. I was thinking we could corner Director Miller together. Tell him it's not safe enough here. We're fine, Chang. The police station, the train station, we're next. I can feel it. I can more than feel it. I can see it happening. No one knows where we are. There's no reason to get paranoid. That's where you're wrong. They're trying to pull the lid off of us, Jensen, or someone is. Praha Dovos just got hacked. Our building's front company. Thought it was fake. I wish it was fake. Miller's got me cleaning up telecam footage from the attack to help figure out who these people are. Meanwhile, maybe they're trying to figure out who we are? Why else poke into an import company? You think someone's figured out that the company's a front? Maybe they know what's really down here. We have a lot of enemies. The people who bombed the train station. You don't think they'd love to know where we are? You need to help me figure out who's looking into us and make them stop. No. Okay, klar. Wir können es echt ablehnen, okay. Unser Sozialimplantat ist noch gar nicht angesprungen, noch in keinem der Gespräche. Wir schauen mal. I'm gonna need more information about this snoop of yours. I don't know for sure that our cover's been blown, but if it has, we need to know before our enemies have a chance to do something about it. Okay, ergibt Sinn. What can you tell me about our front company? Praha Dovos was designed to be forgettable. The kind of place you walk by 100 times and still can't remember. It obviously caught someone's attention. What happens if we're compromised? I guess we dismantle and disappear. Agents go into hiding, Director burrows into some hole, poof, no Christmas party. Das war natürlich schrecklich. You got an MO in this hacker? At first I thought it might be the Collective. But you're not convinced. Not Janus' style to leave crumbs this big. But whoever it is, they risk exposing us. If the Collective ever found out where we operate... My God, Jensen. Maybe Janus knows already. Hey, don't say shit like that. I get nervous enough as it is. Okay, wir sollen ja für das Kollektiv hier eine Wanze anbringen und er macht sich aber Sorgen wegen denen. Interessant. You really think there's a risk here? Maybe someone's just poking around the fake website of a fake company. If someone points a gun at me, I assume it's loaded. If someone hacks into the website of the company that serves as our cover, I assume they're doing it for a bad reason. Such as? Everything depends on who they are and what they know. But we're in the business of dealing with terrorists. If those terrorists find out where we are... TF-29 likes its privacy. Sure. More importantly, Chang likes being in one piece. Unlike you, I don't just brush off explosions. Okay, der ist mir wesentlich sympathischer als Frank Pritchard. Dafür ist unser Arbeitsplatz hier nicht so hübsch wie bei You Sarif. find out as much as you can about our Snoop. Make sure we're not in danger. Okay, klar. Alright, you have any leads? I traced our hacker Snoop to an unrented apartment. Top floor, 33 Hull Avenue. Just Das down ist the gleich um street. die Ecke. This guy walks by us every single day. Probably walks in. You're kidding. See? You feel it now. The constant buried alive feeling. Correct me if I'm wrong, but I thought we were supposed to be suspicious of things that go on outside these walls. It's never that simple. Just get into that apartment, access the computer they used, and find out what you can. And be careful, Jensen. We don't know who we're dealing with. I'll look into it. As soon as I know something, so will you. Na super. Islamic Stat. Das ist die Zeitung. Okay, interessant. Shouldn't you be out there tracking down whoever tried to hack into us? Ja. As soon as I know something, so will you. Gut, es klärt natürlich immer noch nicht, wie wir in den Serverraum reinkommen. Leider. Wisst ihr was, Leute? Ich muss hier leider ganz kurz in die Option rein, weil die
Maussensitivität hier unterschiedlich hoch ist. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich guck mal, ob das jetzt irgendwie mir besser gefällt. Ja, ein bisschen. Ich glaube, wenn ich da drauf zugreife, dann werden die alle sauer auf mich, oder? Ich weiß nicht. Können wir noch ein paar Teile oder sowas abstauben? Ah, hier haben wir ein paar Zubehörteile. Fernseher. Turning now to Prague, a city still reeling in the wake of a devastating terror attack. Dozens were killed and hundreds more injured yesterday when bombs exploded inside Rusika train station. No, that's not consistent with the train station I do not need to cameras. remind you folks that this is the third such attack to strike Prague in 6 months. All of them occurring after Dr. Talis Rucker, leader of the Augmented Rights Danish Coalition, relies on public took up perception. residence in the neighboring Udalek complex. Dr. Rucker claims his organization is peaceful and merely seeks to ensure the rights of the augmented in a world that has turned against them. But with the United Nations set to debate the Human Restoration Act in a matter of Most likely weeks, eyewitnesses would were the good smashed in doctor the be changing explosion. his tune? Your guess is as good as mine. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Picus News, the global leader in fair, unbiased, and impartial reporting. And now for a close look at the events making headlines around the world. Here are our top stories. Is freedom of the press a threat to our freedom? In the hands of irresponsible journalists, it can be. Underground websites and radio stations continue to praise the Juggernaut Collective, an elusive group of vigilante hackers for exposing big money corruption. I'd rather not say what this What these reminds me of. journalists overlook, however, is the damage these hackers leave in their wake. Last year, the collective shut down London's traffic grid, causing gridlock for scrubbing through hours garbage for and hours, still preventing nothing. life-saving medical transports from getting through. In Chile, they committed massive voter fraud when they rigged the electronic voting system Smart and elected a move. They don't want to be 12-year-old caught boy in as the dragnet. president. In Russia, hacked combat drones attacked St. Petersburg. And in the U.S., millions of workers lost their jobs For crying when the out loud. collective leaked classified corporate documents, causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. Between you and me, folks, the collective is one of the most dangerous criminal organizations in the world, despite whatever praises the underground media wants to sing. This is Eliza Und wir helfen denen. Na super. They've been everywhere for the past From week. Picus, Ariel is constantly bringing you the best and latest technology. Our portable data solutions have massive storage capacity, flexible screens, and over 1,000 other unique Danish relies on public perception. Ariel, up in the stratosphere. Back to New York, and a more in-depth look at UN Security Council Resolution 3507, No, that's not consistent with the train also station known cameras. as the Human Restoration Act. This legislation, if passed, calls for the removal and downgrading of all overly powerful, unlicensed documentations. Individuals who fail to comply will be arrested and relocated to designated crying out loud. all-only locations. Safety is the primary concern, especially in the wake of the AUG incident, where millions of people lost their lives due to malfunctioning augmentations. Opponents of the legislation have been protesting all everywhere over for the the past world, week. and many of the protests have turned violent. This escalation in the violence and rhetoric has only widened the gap and polarized the dialogue on both sides of the issue. We will be watching the UN closely for any break in the story. This is Eliza Kazan, reporting to you, live from Picus. They have batteries. We've got this. Shanti energy drinks. For all you need to get through the day. Shanti. Super Sache. Sie haben Batterien und wir haben dafür Energy Drinks. Yeah! Sie sind natürlich die Augmentierten. I'd rather not say what this reminds me of. When an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident. That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree,
causing the greatest loss of life in recent history. I cannot speak for you folks, but terrifying memories of that day still Most likely haunt me. eyewitnesses were It will smashed in the certainly be a explosion. while before any of us forget it. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus. Exclusivity, anonymity, security. These are the greatest concerns of the digital age. And we at Palisade Property Bank have made addressing those concerns priority one. I've been scrubbing through Information garbage for archived hours, within still the walls nothing. of Palisade Property Bank is beyond the legal jurisdiction of any government. Assured anonymity. Palisade Bank Corporation is now and never will be the best secure corporate archiving company. Ja, das ist hier gleich nebenan. Und sehr sicher, wie es aussieht. Around the world, Picus News, always watching, because you are always watching. Turning now to Prague, a city still reeling in the wake of a devastating terror attack. Dozens were killed and hundreds more Smart injured move. yesterday. They don't want to be caught in a when bombs dragnet. exploded inside Ruzicka train station. I do not need to remind you folks that this is Adam, how's it going? Any trouble with the plant? Patience, Alex. Trying to find the best way to access the motherboard without blowing my cover. Sorry, man. Message received. the neighboring Okay. complex. Dr. Rupp. Eine neue Zeitung gibt's. Hacker veröffentlichen gestohlene Mails aus Washington mit der Behauptung, Beweise dafür zu haben, dass der Internationale Währungsfonds die ärmsten Länder zugunsten der Weltelite durch wirtschaftliche Erpressung kontrolliert, haben Hacker des Juggernaut Collectives Dutzende von E-Mails veröffentlicht, die bei einem Cyberangriff im letzten Monat gestohlen worden waren. Wir haben viele dieser E-Mails gelesen, aber die meisten waren lediglich Aufforderungen, die Personalkühlschränke sauber zu halten. Aha, super. Haben wir hier was? Shochu. Evading Misery with Exoticism. Von Akuma. Scheint ein Parfüm zu sein. Ja, und da ist er. Der Ishanti Energy Drink. Was haben wir denn hier? Terroristischer Bombenanschlag auf Ruzicka Bahnhof. Mehrere koordinierte Bombenexplosionen haben gestern Morgen den Ruzicka Bahnhof erschüttert, Dutzende von Reisenden getötet und die Angst vor großen Terroranschlägen gegen die Stadt erneut geschürt. Der Zugverkehr nach Prag wird derzeit umgeleitet, während Forensiker in den Trümmern nach Antworten suchen. Heute Morgen ist nach wie vor unklar, wer verantwortlich ist, aber da zwei ähnliche Anschläge in diesem Jahr gegen einige Abgeordnete und ein Polizeirevier gerichtet waren, liegt der Verdacht nahe, dass augmentierte Terroristen die Täter waren. Aus Unmut über die Prager Modellprogramme zur Lizenzierung und Umsiedlung von Augmentierten. Natürlich sind die Augen der Welt auf Prag gerichtet, sagte Alexei Wollner, der Pressesprecher der Staatspolizei. Und deshalb arbeiten wir hart daran, diese Welle des augmentierten Terrors zu beenden. Mit der Unterstützung von Interpol wird es uns sicher gelingen, die Schuldigen schon bald ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ja, mal gucken. Wir arbeiten dran. Claims his organization is peaceful and merely seeks to ensure the rights of No, that's So, not consistent with the train station cameras. schauen wir mal. Da drüben ist der Serverraum. Und da müssen wir halt irgendwie reinkommen. Was ist das hier? Leute, die wir verloren haben im Einsatz oder sowas. Ach, guck mal, hier haben wir ein PDA, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Was haben wir denn da? Jean-Guy Cloutier bekommt eine Mail von Debbie Connolly. JG, haben Sie oder Cheng die Zugangskarte für den NSN-Serverraum woanders hingelegt? Waren wir uns nicht einig, dass sie in der unteren Ebene bleiben sollte? Ich hatte keine Zeit für diesen Mist. Ich habe schon wieder die Staatspolizei im Nacken und muss den Minister anrufen. Debbie. Aha, okay. Also entweder die liegt hier irgendwo rum. Oder... die ist tatsächlich unten. Da haben wir auf jeden Fall einen Lüftungsschacht, über den wir einsteigen könnten. Das wäre vielleicht ein bisschen auffällig, oder? Ich würde natürlich schon interessieren, wo es da hingeht. Da ist auf jeden Fall ein bisschen elektrisch. Und da können wir dann über den Dings rein. Da müssen wir mal gucken, wo der Lüftungsschacht tatsächlich endet. Hier. Na dann, machen wir uns doch mal auf. So, mal sehen, ob wir den Strom irgendwie abschalten können. Ich befürchte ja beinahe nicht.
könnten versuchen, hier oben drüber zu balancieren. Das würde wahrscheinlich gehen. Ups, geht. Nee, da gehe ich mal lieber nicht zu dicht dran. So, hier brauchen wir auf jeden Fall ein Keypad. Wir können das hacken. Das hat Sicherheitsstufe 2. Ah, ein Stammprozessor-Chip. Nehmen wir doch mal direkt mit. Okay. Na, schauen wir uns mal um. Sicherheitsstufe 1. Okay, gut. Dann hacken wir das doch mal. Oh, das sieht interessant aus. Also je besser unser Hackenwert, desto mehr Übersicht haben wir scheinbar über das Netz. Hier hinten haben wir ein Daten-Repository. Zweierknoten. Das hier ist ein Nullerknoten, wie es aussieht. Müssen wir allerdings hier drüben rüber hacken. Ach so, okay. Wenn ich sehe, hier können wir gar nicht hin. Das heißt, wir müssen hier drüber gehen. So, dann können wir jetzt im Notfall die Verbindung furchtbar schnell trennen. Falls wir auffliegen sollten. Okay, 125 EP. Access granted. Sehr schön. Registry gehackt, Gerät freigeschaltet, 125 XP. Bekommen zusätzlich Jean-Guy Cloutier oder Jean-Guy Cloutier. Achtung, Direktor Miller. An das neuronale Subnetz, okay, ach nein, neurale Subnetz. Sir, bei Ihrer letzten Benutzung dieses NSN wurden die Logs nicht korrekt gelöscht. Es gibt aktuell einige Merkwürdigkeiten im NSN, deren Ursprung ich gerade untersuche. Bis auf weiteres sollten Sie Ihre Logs manuell löschen, sonst kann der nächste NSN-Benutzer auf Aufzeichnungen Ihrer Kommunikation zugreifen, einschließlich der privaten. Oh, gut. Gut. Das ist natürlich was. Also hier läuft nicht alles ganz rund, auf jeden Fall. Das finde ich gut. So, dann versuchen wir doch mal uns hier rein zu hacken. Aha, das ist schon ein bisschen verzweigter hier. Drüben haben wir einen Spammer. Hier haben wir ein Freigabedings. Und hier, was bist du? Ein Datenspeicher. Ach du Schande. Das ist aber gut gesichert. So, wir müssen hier von zwei Seiten rangehen. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Ah, scheiße, ich hätte mal mich vorher ausklinken sollen. Nicht, dass jetzt hier jemand reinkommt. Wie viele Versuche haben wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, das Netz schon ein bisschen größer. Da wäre es vielleicht ganz günstig. Okay, 5 Versuche habe ich noch irgendwie. Keine Ahnung, fragt mich nicht.
Ich wollte gerade sagen, da wäre es vielleicht ganz günstig. Anomaly detected. Ja, fuck. Wenn Trace ich meine program initiated. Stealth-Stufe ein bisschen erhöhen würde. Access denied. Da unten gab es auch einen Stealth-Tab irgendwie. So, wo haben wir es denn? Hier, ne? Heckentarn, ja. Das schalten wir uns einfach frei. So, und dann probieren wir das Ganze nochmal. Es scheint ja niemand zu stören, wenn wir hier drin irgendwie Unsinn machen. Da drüben sitzt einer, das könnte McCready sein, ich weiß nicht. So, wir versuchen es nochmal. Immer noch 5 Versuche, also wir scheinen hier unendlich viele... Achso, hier wird nur angezeigt, unser Stealth, okay. So, trotzdem bei 15%. Aber das hier jetzt auch bei 15%. Das ist also schon mal gut. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. So, sehr schön. Übertaktungssoftware haben wir freigeschaltet durch den Datenspeicher. So, haben wir das hier also. Was gibt's denn hier Spannendes? Sehen wir uns doch mal ein bisschen um. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das war falsch. Eigentlich wollte ich hier an der Wand in Deckung gehen. Da drüben halt jemand drin sitzt. Da ist der Server, den wir aufmachen können. Aber was war das hier? Achso, so eine Box. Tracker Software. Ah. Haben wir doch noch was gefunden. Dann schauen wir mal, was es hier hinten gibt. Werkzeugkasten. Können wir nicht aufstehen. Stammprozessor-Chip. Ein bisschen Stealth-Software. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir die benutzen können. Ob wir damit den Knoten einfach so vollkommen heimlich dann benutzen können oder wie das funktioniert. Beziehungsweise übernehmen können, nicht benutzen können. So, und hier hinten können wir dann den Server öffnen. So, den Flüster-Chip benutzen. Alex, the whisper chip is in. Weird, it's already picking up a freak. Jesus, Adam, is Miller in there right now? Möglicherweise ist es Miller, ja. Shit, gotta go. Jensen, I need to see you now. Ah, okay. Ja, er war da wirklich drin. Das ist unser Ausgang. Aber wir können es nicht wieder schließen. Doch, wir können es wieder schließen. Sehr schön. Autsch, kleiner Stromstoß.
So, ja, wir sind hier gerade die Treppe hochgekommen. Zu Miller sollen wir. Dann schauen wir doch mal, wo sein Büro ist. Ich meine, das war hier hinten. Achso, hier ist McCreadys Büro. Ja klar, das wird ja direkt nebenan sein, ne? Genau, hier Millers Büro. Mal sehen, was der gute Mann von uns möchte. Agent Jensen reporting for duty, sir. Tried to do it earlier, but you were on a conference call. Yeah, I was. Should I be worried about you, Jensen? Sorry. That blow you took to your systems. It's not messing with your head or anything, making you do things. I'm not gonna go crazy and start attacking people, if that's what you're worried about. You've been checked out then. The problem with your orgs is gone. I took care of it. Good, good. God knows with all that's happened, I need you at 100% right now. You sounded pissed when you called me in. Everything okay? Don't ever leave the field, Jensen. You'll regret it. As soon as you strap a desk to your ass, you'll be swimming in goddamn politics. The boss is giving you trouble? What? Oh, that. No, the trouble's state police. They're pushing us out of the Ruzicka investigation. I want you over there to make sure that doesn't happen. You're putting me on the train station attack? Not Dubai? Forget Dubai. McCready's handling it. Okay. Die Terroristen, ich meine, McCready will nicht mit uns zusammenarbeiten, aber wir beharren mal drauf. With all due respect, we were blindsided in Dubai, and those mercs put up one hell of a firefight. I'd like to know who they were. They were augmented, Jensen. Chances are this will lead right back home. To the train station attack? Maybe. It's possible. But we won't know for sure if we don't investigate both. Mac's a solid agent. I'm confident he'll dig up something on the gold masks. And once we get Singh reinserted with the Jinn, he might be able to use their network to find out even more, as long as his cover wasn't blown. Regardless, I want you looking into Ruzicka before the state police fuck up our crime scene. Yes, sir. You said they're trying to push us out? I sent Fletcher in this morning to oversee evidence collection. Seems he's being detained, because he hasn't checked in since. They can't lock us out. The Czech Republic signed our UN mandate agreement. They gave us jurisdiction over terrorist investigations. Yeah, well, the former director of their security information services runs state police now. He's come up with a loophole, claiming this attack falls under the homegrown terror exemption. Homegrown? He's saying it's ARC? The Augmented Rights Coalition? I don't care what he's saying. He may even be right. I just want us in there so we can find out. Chang said you've got him cleaning up Intellicam footage that was captured during the bombing. Maybe it can tell us something. Maybe. But between you and me, Chang's become a little more unglued since Ruzicka. Not sure we can wait for him to get his shit together. So where do I start? Technically, you're supposed to speak to our psychologist before getting back into action. I don't need a shrink. Convenient because she's not in the office right now, and I don't want to waste any more time. So how do I get to Ruzicka? Public transportation's not stopping there. It will for you once I make a phone call. Head to the metro and call me when you're there. Good luck, Agent. Okay, gut. Wir haben also einen ganzen Arsch voll zu tun auf jeden Fall. Haben wir schon wieder einen Drucker. Ein E-Book. Ach, das lesen wir heute noch zum Abschluss, würde ich sagen. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Den Fernseher da unten zu stehen, da sieht er doch gar nichts. Aber gut. Was war das gerade? Irgendwas war hier. Zubehörteile.
Klauen wir einfach aus dem Büro des Direktors. Und safe. Der ist offen. Hinter diesem Bild. Aha, gut zu wissen. Also wenn das mal zu ist, dann wissen wir, da könnte was Interessantes drin sein. Was sind denn hier diese kleinen Lichter, die überall sind? Auf dem Buch da hinten. Auch schon so eins. So, also, wir lesen das ja noch und dann überlegen wir uns mal, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht machen wir es nach örtlicher Nähe, dass wir uns erst um die 33 kümmern, irgendwie, dann hier um den Fall. Und, ach, mal gucken. Wir haben auf jeden Fall zu tun. So, Business heute, aggressive Hacks. In der Geschäftswelt wird nicht zwischen Hacktivisten und Industriespionen unterschieden. Beide schaden Unternehmen, Banken und Regierungen. Allerdings ist es nahezu unmöglich, die finanziellen Kosten von Computerkriminalität zu quantifizieren, auch wenn niemand die Tatsache bezweifelt, dass Hacker die größte Herausforderung sind, vor der Unternehmen heute stehen, selbst angesichts der schweren Wirtschaftskrise nach dem Opti-Zwischenfall. Schätzungen der Verluste reichen von relativ konservativ bis zu 900 Milliarden bis zu nahezu unvorstellbar hunderte Trillionen. Doch die wahre Gefahr ist der Zuwachs an Hackergruppen, die in den Schatten der Cyberwelt operieren. Hunderte dieser Kollektive operieren auf Staatsbasis, das heißt, ihre technischen Fähigkeiten und Kapazitäten übersteigen die vieler Länder. Innerhalb der Hacker-Unterwelt sind sie Superstars. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Cybersicherheitsmaßnahmen verschärft werden können, um Hackerangriffe abzuwehren, egal ob es sich dabei nun um Denial-of-Service-Attacken handelt, um Identitätsdiebstahl oder um Bankbetrug. Tja, ist ja heutzutage auch schon ein ganz schönes Problem, ne? Er drängt sich auch immer mehr so ein bisschen in die Nachrichten, wenn man mal guckt, wer da alles gehackt wurde in letzter Zeit. Wir haben tatsächlich schon wieder einen Punkt. Cool. Sehr schön. Dann ist ja nicht schlimm, dass wir da den einen Punkt in Stealth investiert haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.